Hallo ihr Lieben, heute zaubern wir ein richtiges finnisches Highlight. Karjalan piirakat, die finnischen Piroggen. Aber nicht irgendeine Variante, sondern eine Osterversion, die du unbedingt probieren musst. Du wirst deine Freunde und Familie damit begeistern. Versprochen! Diese Piroggen sind in Finnland super beliebt und diejenigen von euch, die schon nach Finnland gereist haben und diese Piroggen in Finnland probiert haben, habt auch mir geschrieben, wie sehr ihr diese Piroggen liebt. Und kein Wunder, die sind richtig lecker. Und heute mache ich eine Ostervariante und nämlich der Füllung wird nicht nur mit Reis gemacht, sondern mit Reis und Karotte. Lasst uns direkt loslegen. Diese Piroggen werden mit Milchreis gefüllt und am besten bereitest du das Milchreis einen Tag im Voraus vor, so dass du dann am Tag nicht so viel zu tun hast und das Milchreis hat genug Zeit abzukühlen. Für den Milchreis erst Milch, Wasser und Salz in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Dann gibst du das Milchreis dazu und lässt es bei niedriger Hitze unbedeckt etwa 30 bis 45 Minuten kochen, bis das Milchreis schön cremig wird. In dieser Zeit kannst du auch die Karotten schon vorbereiten. Die Karotten im Salzwasser weich kochen lassen, danach pürieren. Ich mag die Karotten erst mit einem Kartoffelstampfer zu zerstampfen und danach nur einen Teil von den Karotten mit Stabmixer pürieren. So habe ich dann nicht nur das Püree, sondern auch kleine Karottenstückchen in meiner Füllung. Aber wenn du magst, kannst du das Ganze auch ganz fein pürieren. Und dann, wenn das Milchreis fertig ist, gibst du die Karotten zum Milchreis und verrührst das Ganze und lässt es komplett abkühlen. Ich habe meinen Milchreis gestern gekocht, das hat jetzt abgekühlt und es sieht richtig lecker aus, hat so eine leichte orangene Farbe. Und jetzt werden wir noch den Teig zubereiten. Der Teig ist sehr einfach und schnell gemacht und für den Teig brauchst du Roggenmehl, Weizenmehl, geschmolzene Butter, kaltes Wasser und Salz. Erst gibst du alle trockenen Zutaten in eine Schüssel, so das Roggenmehl, Weizenmehl und eine Teelöffel Salz. Dann ganz kurz mit einem Schneebesen vermischen. Dann gibst du auch das geschmolzene Butter dazu und das kalte Wasser. Dann mixen wir den Teig mit den Händen und wenn nötig, so wenn du merkst, dass es richtig weich ist, dann etwas mehr Roggenmehl dazugeben. Der fertige Teig soll so einen Teigkugel formen. Es soll so ziemlich weich sein, aber es soll nicht mehr an den Fingern stark kleben. Wenn es leicht klebt, ist das nicht schlimm, weil wir beim Ausrollen noch etwas Roggenmehl dazugeben, aber es sollte nicht mehr stark kleben und es sollte so einen Teigkugel formen. Und jetzt, bevor wir damit anfangen, die Piroggen zu formen, brauchst du 2 Backbleche. Ich habe meine hier schon bereit und die Backbleche mit Backpapier belegen. Ich verwende heute für meine finnische Piroggen das finnische Backpapier von einer Partnerfirma Fredman. Dieses nachhaltige Backpapier wird im Rauma in Finnland hergestellt und ich freue mich sehr, diese nachhaltige Option in meiner Küche zu verwenden. Es ist nicht nur praktisch und funktional, sondern unterstützt auch ein finnisches Familienunternehmen, das großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legt. Dieses Backpapier kannst du jetzt im Rossmann, im Handel und auch im Online-Shop kaufen. Und jetzt können wir dann schon die Piroggen formen, da unsere Backbleche auch schon bereit sind. Erst die Arbeitsfläche leicht mit Roggenmehl bedecken und das Teig da drauf geben. Erst den Teig so länglich ausrollen und in
16 gleich große Stücke schneiden. Ich mag erst die Mitte markieren und dann jede Hälfte in 8 Stücke schneiden. Ich mache heute große Piroggen, deswegen habe ich den Teig in 16 Stücke geteilt, aber du könntest auch ruhig die doppelte Menge machen, dann wären die etwas kleiner. Und jetzt zeige ich dir, wie du die Piroggen ausrollst. So, erst den Teigstück so rund formen und hier wirst du auch merken, dass es etwas klebrig wird. Und dann einfach mit Roggenmehl nachhelfen und dann etwas ausrollen. Wir werden die rund ausrollen. So, der Teig sollte so ziemlich dünn ausgerollt werden und so ungefähr die Größe von, ich kann das nicht wirklich zeigen, aber so ungefähr die Größe von den Hand haben. Natürlich, jeder hat etwas verschiedene Größen von den Hand, aber so ungefähr. Und dann gebe ich etwa 2 Esslöffel meiner Reisfüllung da drauf. Und dann so verteilen, dass es flach wird. So, und der Rand soll dabei auch frei bleiben. Und dann den Rand so mit den Fingern zuklappen. Traditionell haben die Piroggen so eine ovale Form. Ich habe heute die so etwas rund gemacht, weil ich finde, die sehen schon ganz schön aus so. Und ja, man kann auch die traditionellen Sachen mal etwas anders machen. Wie gesagt, die werden so etwas größer. Das habe ich so gemacht, weil ich eine Brunch-Idee für euch dann habe und das werde ich euch noch später zeigen. Aber wie gesagt, ihr könnt sie auch kleiner machen und dann die fertigen Piroggen auf das mit Backpapier belegtes Backblech legen. Weil das Formen der Piroggen etwas länger dauern kann, werde ich die kleine Teigkugel noch mit einem sauberen Küchentuch bedecken. So werden diese Teigkugeln nicht trocknen, während ich die anderen Piroggen forme. Und dann, wenn du fast die erste Backblech schon fertig hast, kannst du das Backofen anmachen und dann direkt, wenn es heiß geworden ist, die Piroggen backen. Die genaue Backenleitungen mit dem Rezept findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Die ersten Piroggen sind gerade frisch aus dem Ofen. Die sind wirklich schön geworden. Die sind gerade richtig heiß, daher vorsichtig. Und die werden direkt mit einem Milch- und Buttermischung bepinselt. Das gibt dann dem Piroggen einen richtig schönen Geschmack und macht den Teig noch etwas weicher. Die fertigen Piroggen am besten komplett abgekühlt in einer luftdichten Dose im Kühlschrank aufbewahren und vor dem Servieren leicht erhitzen, so dass die warm werden. Dann schmecken die am besten. Und wie versprochen habe ich einen Serviervorschlag für euch, für euren Osterbrunch. Dafür die Piroggen erst leicht erhitzen, dann mit etwas Frischkäse oder Butter schmieren, danach etwas Rucola, Salat oder Basilikum drauflegen, etwas Käse oder Schinken oder auch Lachs würde super dazu passen, dann ein Spiegelei so anbraten, dass das Eigelb noch ganz schön flüssig bleibt und auf die Pirogge legen. Wenn du das Ei beim Essen aufschneidest, läuft das Eigelb auf die Pirogge und ist wie eine warme, leckere Soße. Einfach himmlisch. Diese Piroggen werden definitiv ein Highlight auf unseren Ostertisch. Hast du auch solche Rezepte oder Gerichte, die bei dir auf dem Ostertisch nicht fehlen dürfen? Schreib mir gerne in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt auf deine Ideen. Und wenn dir das Rezept für die finnische Piroggen gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.